Custom Lego Minifiguren in einer Mystery Box? Lohnt sich das? Wir finden es heute heraus. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, es gab Post von United Bricks aus Great Britain. Ich habe euch neulich auf einen kleinen Trip mitgenommen zum Thema Custom Lego Minifiguren von United Bricks. Die hatten mir ein Paket mit diversen Minifiguren aus ihrem Portfolio zukommen lassen. Das Video findet ihr hier oben auf dem i, könnt ihr gerne mal nachschauen. Die lieben Damen und Herren dort haben ein lustiges Geschäftsmodell, denn sie haben eine Art Mystery Box, eine Subscription Box, die man im Abo sich holen kann. Und dort gibt es dann immer eine Überraschung, eine Minifigur mit historischem Hintergrund und ein paar Goodies. Ob sich das lohnt und was in so einer Box ist, das klären wir heute, denn ihr wart so krass, habt dieses Video supportet, habt viel den Affiliate-Link benutzt, so dass die Damen und Herren von United Bricks gesagt haben, hey Bloxy, wir schicken dir und deiner Community nochmal so ein Paket, dann kannst du ja nochmal so etwas vorstellen. Und jetzt zeige ich euch, was sich in unserer ersten gemeinsamen Mystery Box verbirgt. Ja, Freunde, da liegt unsere Mystery Box von United Bricks auf meinem Bautisch. Und was ich euch sagen kann, das ist keine aktuelle. Denn natürlich wollten die lieben Damen und Herren von United Bricks nicht, dass ich euch den Spaß verderbe und die aktuelle Surprise Subscription Mystery Box euch spoilere. Deswegen schneiden wir jetzt mal hier auf. Ich finde es eh ganz cool, das habe ich in meinem letzten Video zum Thema United Bricks schon gesagt. Ich finde einfach hier, schaut mal, einfach richtig cool, wie das verpackt ist. Sieht einfach cool aus, sehr wertig. Und auch die Figuren sahen ja sehr wertig aus. Deswegen bin ich echt ganz gespannt, was wir hier haben. Und freue mich hier mit euch quasi so ein Live-Unboxing zu machen, was bei mir immer sehr gefährlich ist, weil ihr seht, gibt Messer nicht in die Hand vom lieben Bloxy. Der ist dafür einfach nicht gemacht. Der schneidet sich schnell mal in die Finger. So, aber natürlich nicht vor der Kamera. Wobei ich glaube, dass das viele schon sehen würden wollen. So, also, wir machen die Klappe auf. Wir sehen, wir haben hier viel Papier. Das hat mir letztes Mal schon gefallen, dass wir hier quasi Recycelmaterial haben. Also das Plastik ist im Inneren, nämlich die Figuren und was es so gibt. Ich bin gespannt. Ich habe mich grob informiert, was da immer drin sind. Es müsste so eine Art Sammelkarte und eine besondere historische Figur sein. Oh, und wir sehen hier neben diesen Papiertarn, sieht ein bisschen aus wie eine alte Schlangenhaut aus Papier, haben wir hier diese cool schon, Handle with Care, Legend Inside, Brick Legends, Handle with Care. Boah, ich bin gespannt. Ich muss das Messer wiederholen. Hat ja was so ein bisschen von Weihnachten. Also ich muss echt sagen, hier ist wirklich richtig viel Mühe sich gelegt in die Verpackung, die halt aus Pappe ist, aber trotzdem wirklich sehr hochwertig. Mir gefällt es. Aber klar bin ich Fan, das hat man, glaube ich, auch im letzten Video schon gesehen. Und ich bin auch richtig stolz auf euch, dass ihr das so aufgenommen habt oder angenommen habt. Und ich halt deswegen die Chance hier habe, euch nochmal so etwas vorzustellen, beziehungsweise ihr selber euch auch dafür entschieden habt, dort oft was sich zu... Oh, Freunde. Seht ihr, aus September ist die Box, also kein Spoiler. Das war die September-Box 2025. Wir sehen hier eine Gasmaske, eine grüne Karte. Und wir sehen hier, September war es, August von Mackensen. Und wir sehen sogar hier, da ist es, Next Month, wir wissen es nicht. Known as Ren, da könnt ihr mal vielleicht gucken. Da gibt es übrigens hier den QR-Code, wo man das wohl abonnieren kann. Wir haben August von Mackensen, den letzten Husaren, der Herr mit seinem berühmten Totenkopf-Eimerchen auf den Kopf. Wir haben also diese Sammelkarte. Wir haben hier auch wieder dieses blaue Osterstroh. Dann kommt hier die Figur wahrscheinlich drin in Papier. Wir haben eine Art Spielkarte. Feldmarschall des Deutschen Kaiserreiches, August von Mackensen.
1849 bis 1945. Richtig cool. Legen wir mal an die Seite. Aufkleber von dem Herrn, auch cool. Hoch dekoriert. Die gelben Kavallerie-Bänder, Schützenbänder, Brick Legends und dann hier nochmal etwas Werbung für den Weekend Blitz. Genau, die haben immer so Verkaufsaktionen am Wochenende und typisch britisch nennen die das dann Blitz. Wer weiß, wofür das steht, darf es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, also eine sehr coole Aufmachung dieser Legends Box, so nenne ich sie jetzt mal. Und wir wollen uns aber natürlich ganz wichtig hier die Legende einmal anschauen. Diese Minifigur, richtig ikonisch. Oh, da kommt sie. Hammer. Oh, der Herr. Da ist der preußische Topf, so nenne ich ihn mal, der Helm. Und da sehen wir hier Herrn von Mackensen mit seinen, ich mache mal den Helm ab, der macht so viel Schatten auf seinem Gesicht. Da haben wir ihn. Sehr cool. Der Druck ist ja UV-Druck mit diesen typischen Husarenuniformen, mit diesen Knöpfen links wie rechts, diese Husarenjacke. Er guckt grimmig rein mit typischen preußischen Bart, möchte ich mal sagen. Die Ärmel bedruckt. Wir sehen hier den Säbel auf der Hose. Hinten auch hier diese Knöpfe, die bestimmt irgendwelche genauen Namen haben, die ich nicht weiß. Die sehen immer so ein bisschen aus wie Eicheln. Und dann hier von vorne nochmal, da sehen wir auch Eisernes Kreuz und so weiter. Und was ja immer wichtig ist hier, da steht Lego, da sehen wir es. Und hier haben wir auch da den Druck Lego. Und am Kopf drin kann man auch sehen, da Lego. Und jetzt nochmal der Helm, der kann natürlich nicht Lego sein, aber er sieht cool aus. Wer Hearts of Iron kennt, zum Beispiel das Computerspiel, da kann man sogar auch mit dieser Figur spielen in alternativen Realitäten. Also eine richtig coole Figur. Die geht auf jeden Fall irgendwann zu einem von euch. Das habe ich bei den letzten Figuren schon versprochen. Da machen wir ein Gewinnspiel raus. Eine Hammerfigur. Ihr bekommt von der Figur jetzt gleich noch Detailbilder, natürlich, damit ihr sie euch besser angucken könnt. Ich muss sagen, ich finde diese Brickboxen hier mit solchen Legends richtig, richtig interessant. Das macht Lust auf mehr. Und wie gesagt, viele von euch haben diese Links sich angeguckt, waren auf der Webseite. Ist natürlich ganz ehrlich alles nicht so billig. Aber dafür ist es ja auch, ich sage, irgendwie eine Art Handwerk, solche Figuren in Europa bedrucken zu lassen. Und dann vor allen Dingen sind es auch noch Lego-Figuren. Schreibt mir wie immer aber eure Meinung in die Kommentare. Das soll ja kein Werbevideo sein, sondern ein Informationsvideo. Ihr sollt ja nicht kaufen, weil ich es cool finde, sondern nur für alle Geschichtsinteressierten, die vielleicht schon immer einmal hier unseren August von Mackensen als kleine, wir können es ja echt so sagen, Lego-Figur haben wollten. Wie gesagt, jetzt gibt es einmal Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. August von Mackensen, der von 1849 bis 1945 gelebt hat, war einer der bekanntesten preußisch-deutschen Militärführer des Ersten Weltkriegs. Er begann seine Offizierslaufbahn in der preußischen Armee und machte sich durch Disziplin, Loyalität und taktisches Geschick schnell einen Namen. Während des Ersten Weltkriegs kommandierte er unter anderem die 9. Armee und führte erfolgreiche Operationen gegen russische Truppen, darunter die Schlacht um Lodz und die Durchbruchsschlacht von Gorlice Tarnow. Sein Markenzeichen, der schwarze Husarenmantel und der Totenkopf auf der Pelzmütze, machten ihn zu einer ikonischen Figur der kaiserlichen Armee. 1915 wurde er zum Generalfeldmarschall ernannt. Mackensen leitete später die Balkanfeldzüge und trug zur Besetzung Serbiens, Rumäniens und großer Teile des östlichen Kriegsschauplatzes bei. Nach dem Krieg blieb er eine prominente Persönlichkeit im konservativ-monarchistischen Lager, distanzierte sich jedoch nie ganz von seiner Rolle in der Kaiserzeit. Politisch vereinnahmt wurde er zwar in der NS-Zeit, spielte aber selbst keine aktive Rolle im Regime. Mackensen starb 1945 im hohen Alter von 95 Jahren.
Interessante Fakten über einen interessanten Mann und eigentlich ein Video, was viel zu kurz ist, um die Lebensgeschichte von Herrn Mackensen hier zu würdigen. Aber es ist ja auch nur eine kleine Lego-Figur und deswegen gibt es auch nur einen kleinen Infoteil über diese sehr cool gewordene Minifigur. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare und während ich hier spreche, habe ich euch einmal die Brick Legends Seite von United Bricks eingeblendet und auch den Bereich, wo man diese Boxen, wenn man sie möchte, hier in verschiedenen Paketen abonnieren kann im englischen Subscription. Deswegen ja auch diese Subscription Box der Brick Legend. Ich finde das faszinierend, dass man hier theoretisch jeden Monat eine Minifigur mit historischem Hintergrund und nicht immer nur Erster, Zweiter Weltkrieg, weil wir haben ja hier eigentlich ja sogar eine Figur, die sogar noch in der Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg ihr Dasein und seine Tätigkeiten ausgeführt hat. Also, dass man die da kriegt in so einer Qualität, Lego-Figuren, finde ich schon der Hammer. Und wenn es United Bricks nicht geben würde, würde ich ja echt sagen, hey, das würde eigentlich so genau das sein, was ich gerne machen würde. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare und wenn ihr da unten guckt, findet ihr natürlich auch den Affiliate-Link zu United Bricks und meinen 10% Rabattcode Blockstar. Und jetzt schauen wir uns noch einmal in die Augen und leider habe ich nicht so eine coole Mütze wie Herr Mackensen. Ja, Freunde, ein kleines Video für ein kleines Figürchen, das aber stark daherkommt. Und das Gute ist, dass den Herrn Mackensen ihr ja irgendwann euer eigen nennen könnt. Denn deswegen mache ich das Video ja, damit ich solche Figürchen an euch verlosen kann. Dieses Paketchen geht auf den Stapel für Sachen, die ich an euch verlosen werde. Wann, wie, wo genau, da suchen wir uns einfach zusammen mal einen schönen Punkt für aus. Folgt mir einfach, bleibt gerne treu diesem Kanal, dann werdet ihr es auch nicht verpassen, wann diese Figur und auch ein Teil der anderen Figuren von United Bricks an euch verlost werden. Für alle, die jetzt sagen, geil, wo kriege ich die, aber UK ist das nicht teuer, wegen nicht mehr EU und so weiter. Bei Brickissimo in den Niederlanden bekommt ihr auch Figuren von United Bricks und wenn ihr auch außerhalb der EU gucken wollt, nämlich in der Schweiz, bei Brick Soldier gibt es auch Figuren von United Bricks. Nur diese Brick Legends Abo-Packungen, die gibt es halt nur bei United Bricks. Schaut gerne vorbei, wie gesagt, aber fühlt euch frei. Informiert euch doch einfach mal, was es so gibt. Dann über den Tellerrand gucken ist ja mal ganz interessant. Habe ich auch gemacht. In diesem Sinne, liebe Freunde, ja, eine Figur ist eine Figur, die hat Beine, also fährt die nicht, fliegt die nicht. Ich weiß nicht, was man bei Wandern sagt. Ich sage einfach, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.